Samsung Galaxy S4 Active ist genau das, was der Name verspricht, nämlich die Outdoor-Version des Galaxy S4. Wir vergleichen die beiden natürlich auch noch mal näher, möchte aber einmal ganz kurz vielleicht das erstmal optisch vorstellen. Ist natürlich auch eine ganz andere Geschichte als das S4. Hier ist das Original, hier oben die Active-Version. Das heißt, man sieht beispielsweise, haben wir hier jetzt die mechanischen Tasten links und rechts statt dieser Sensorfelder. Und auch von der Größe her hat sich ein kleines bisschen was getan. Also 71 x 140 mm, das ist es mal gar nicht, statt 70 x 137. Vor allem die Dicke ist es halt aus den 7,9 mm, die das S4 da auf die, was wir da gemessen haben. Da sind beim Active jetzt 9,3 mm geworden und hier hinten um die Linse rum sind es dann auch sogar 10. Und es ist, wie gesagt, wie man dann auch sieht, ganz optisch eine ganz andere Hausnummer hier mit diesen Nieten. Wobei man darf sich jetzt nicht täuschen lassen durch diese Oberfläche hier. Also das ist reines Plastik, völlig glatt. Also das sieht so ein bisschen aus, als ob das jetzt rau mit diesem Wabenmuster wäre. Das bezieht sich ausschließlich, Moment, hoffe, man kann es hören, auf hier oben und unten diese Plastikstreifen hier, die sind so leicht aufgeraut. Das hier ist komplett glatt. Aber ansonsten ein durchaus schöner Look, gar keine Frage. Vor allen Dingen, was mir sehr gut gefällt, ist hier vorne haben wir ja diese durchgehende Glasfront. Darunter so ein bisschen dieses wie poliertes Metall aussehende, diese Oberfläche hier, das hat durchaus was. Ist natürlich alles Geschmackssache. Von der Oberfläche der Bedienung, meine ich jetzt, brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu reden. Das ist das Übliche, wie man es kennt von Samsung. Da haben wir da, glaube ich, schon reichlich jetzt ja auch hier im Kanal drüber gesprochen. Da müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal näher drauf eingehen. Auch was die Funktionen betrifft und die Ausstattung, also ist derselbe Snapdragon 600 Prozessor, Adreno 320 Grafikprozessor, also 4 Kerne, 1,9 GHz, Arbeitsspeicher 2 GB, also alles identisch wie beim S4 und auch der interne Speicher 16 GB sind da jetzt verbaut. Wir können es ja in der Zwischenzeit vielleicht mal ein bisschen aufmachen, damit man sich das auch angucken kann. Zumindest bisher, und ich glaube auch nicht, dass da noch was kommt, sind jetzt keine größeren Versionen, also 32, 64 GB interner Speicher geplant. Das wäre dann der einzige Unterschied zum großen S4. Aber ansonsten sieht alles gleich aus. Das heißt, ich habe auch hier wieder den MicroSD-Slot. Das heißt, da kann ich über Speicherkarten den Speicher bis zu 64 GB offiziell aufrüsten. Was sich ein bisschen geändert hat, ist der freie Speicher ab Werk. Da sind von den 16 GB hier jetzt noch 11,3 GB frei verfügbar. Beim S4 waren es zum Start ja noch 8,5 nur. Also da hat Samsung ordentlich aufgeräumt, muss man sagen. Und vor allen Dingen, man kann halt auch wieder die Apps jetzt auf die SD-Karte verschieben. Beim S4 ist das ja nach dem Update möglich. Beim Mini und so weiter geht das ja sowieso auch ab Werk, Android 4.2.2. Also wie man sieht, alles identisch. Bis auf, wie gesagt, die Tatsache, dass das Ganze jetzt nach IP67 wassergeschützt sein soll und staubgeschützt. Und man sieht dann hier auch diese Gummilippe, die dann hier greift. Und das ist letztlich auch, glaube ich, deswegen habe ich auch extra diesen Aufkleber nochmal drauf gelassen, was da so ein bisschen vielleicht für Aufruhr gesorgt hat, weil da hieß es ja mal im Netz, die seien gar nicht wasserdicht. Und ich vermute mal ganz einfach, weil man sieht, ich habe es jetzt wirklich schön hier überall festgedrückt und da gibt es dann diesen Aufkleber jetzt hier hinten drauf, der dann sagt, man soll trotzdem auch nochmal ganz speziell auf diesen Punkt hier drücken. Das war es nämlich wahrscheinlich dann auch bei dem Kollegen, der in Amerika das getestet hat. Moment, hier unten ist es noch ein bisschen schief, sehe ich gerade. Gucke mal an. Da war es nicht richtig drin, siehst du? Also das geht natürlich schnell, dass man es dann nicht wirklich 100% wieder einsetzt und vor allen Dingen hier auf diese Stelle muss man nochmal drücken, ich hoffe, man hat es gehört, um da nochmal diese Gummilippe, die da hier um den Akku drumherum sitzt, wirklich einrasten zu lassen. Das war wahrscheinlich das Problem. Trotzdem probieren wir natürlich mal aus, ob die Kiste jetzt wirklich wasserdicht ist. Also angeblich ist dieses Gerät jetzt ja geeignet, um 30 Minuten bei 1 Meter Wassertiefe auszuharren. Das habe ich ja letztes Mal im Haifischbecken ausprobiert. Jetzt machen wir es hier mal eine Nummer kleiner. Ich muss mal ein bisschen rauszoomen, merke ich gerade. Also ich muss jetzt einfach auch mal Samsung an der Stelle vielleicht auch danken, dass die ausgerechnet bei diesen Temperaturen jetzt sowas hier ermöglicht haben, ein bisschen planschen zu gehen vor laufender Kamera. Also Wasserbecken, Galaxy S4 Active, so sieht das Ganze aus. Jetzt lassen wir das einmal ganz kurz hier untertauchen.
Ich glaube, das macht dann auch keinen Unterschied mehr, ob jetzt Haie drin rumschwimmen oder nicht und ob es um 1 Meter Wassertiefe oder um, na, was mag das sein, 5 Zentimeter sich handelt. Ich probiere das jetzt einfach mal aus und erzähle in der Zwischenzeit auch noch mal ganz kurz, dass es da einen Unterwasserfotomodus gibt. Man kann dann zwar unter Wasser, wie man jetzt auch hier unschwer erkennen kann, den Touchscreen nicht mehr bedienen. Ist ja auch völlig logisch, glaube ich, weil jetzt hier das Wasser natürlich das elektrische Feld, was dann normalerweise von der Fingerspitze erfasst wird, völlig verändert. Das heißt, da muss man halt die Kamera vorher einschalten, den Unterwassermodus vorher wählen und dann soll entsprechend hier über diese Linse, über diesen Unterwassermodus sollen dann entsprechend richtig schöne Bilder entstehen. Dann muss man auch noch mal wissen, Moment, jetzt hole ich mal in der Zwischenzeit hier was zum Trockenlegen. So, das Display ist, wie gesagt, auch absolut identisch, zumindest auf dem Papier, was das S4 betrifft. Das heißt, wir haben auch wieder diese 5 Zoll Full HD vor allen Dingen. Allerdings, und das sah man ja bei Samsung jetzt ewig nicht mehr, TFT, also kein AMOLED-Display, sondern ein ganz normales LCD. So, ich rede das noch ein bisschen in der Zwischenzeit trocken. Das heißt, dieses Display ist jetzt nicht mit, also da leuchten die Pixel nicht selbst, die Bildpunkte wie AMOLED, wie hier beim S4, sondern es ist halt wirklich jetzt ein ganz normales LCD. Das heißt, die werden von hinten beleuchtet, die Bildpunkte, über eine LED, über mehrere LEDs und dann gleichen die LCDs das dann entsprechend, die kreieren dann die Farben und vor allen Dingen habe ich dann hier wieder die ganz normale Matrix mit 3 Subpixeln pro Pixel, sehr regelmäßig verteilt. Das heißt nicht diese Diamond Matrix wie auf dem S4 oder die Pentile Matrix wie auf dem S3 und auf anderen AMOLEDs. Das heißt, ich habe hier eine sehr regelmäßige Verteilung der Subpixel und wie gesagt deutlich mehr, weil also 3 Subpixel statt 2 Subpixel pro Pixel ist ja ganz logisch. Das heißt, hier haben wir 916 statt 605 Subpixel pro Quadratmillimeter. Das heißt, da verspreche ich mir dann auch eine deutlich bessere Bildqualität. Wenngleich, wie gesagt, das AMOLED hat ja immer den Vorteil mit diesen super starken Kontrasten, weil diese schwarzen Bildpunkte einfach ausgeschaltet werden. Das ist natürlich etwas, was LCD so in dieser Klasse nie erreichen wird. Jetzt muss ich hier gerade, merke ich, auch den Untergrund noch einmal trocken wischen, weil bevor wir hier reingucken, muss ich natürlich garantieren, dass da jetzt nichts nachträglich noch reinläuft. So, ich hoffe, jetzt habe ich aber alles erwischt. So, das schalten wir mal aus hier. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, wie das innen drin aussieht. Ich bin auch schon sehr gespannt. Funktionieren tut es ja schon, das haben wir ja gesehen. Aber trotzdem, hier ist noch ein paar Wassertröpfchen. Wir wollen es ja ganz genau wissen. So, dann machen wir das mal auf. So sieht es also innen drin aus. Hier, das will ich jetzt auch nicht. Also hier habe ich natürlich dadurch außerhalb dieser Gummilippe, da kann hier über diese Öffnungen selbstverständlich dann auch Wasser ein bisschen eintreten. Und wie man sieht, sind da auch einige Tröpfchen hier zu verzeichnen. Aber die scheinen ja der Elektronik hier, die dann offenbar entsprechend versiegelt ist, nichts anhaben zu können. Aber alles, was hier jenseits dieser Gummilippe betrifft, vor allen Dingen halt der Akku und die Elektronik, die sind offenbar trocken. Jetzt sieht man hier ein kleines Tröpfchen. Wobei ich jetzt nicht garantieren kann, dass das jetzt nicht vom Öffnen, weil es da halt ein bisschen gespritzt haben kann, dass das hier hingespritzt ist, weil ich denke mal, und ich versuche einfach noch mal ein bisschen näher dran zu gehen, damit ihr auch seht, wovon ich spreche, dieses Tröpfchen hier unterhalb der LED und hier, da ist ein kleines Tröpfchen auf dem Micro-SIM-Slot, dass das wahrscheinlich dann dahin gespritzt ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, solange das Ding dann funktioniert, ist ja eigentlich alles in Ordnung. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir machen noch mal einen zweiten Versuch, gucken uns das noch mal an, denn angeblich soll ja bei diesem amerikanischen Kollegen, der das mal ausprobiert hat, AT&T war es, glaube ich, soll es da ja auch beim ersten Mal problemlos funktioniert haben und dann erst beim zweiten Mal ein Problem gegeben haben. Da machen wir das ganze Wasserbad einfach jetzt noch mal, schauen uns das Ganze dann auch noch mal an und wie gesagt, ich probiere und übe hier noch mal, wie man diese Kiste richtig schließt, also unten einsetzen, dann hier oben, zack. So, nochmal rundum Kontrolle. Und vor allen Dingen ganz wichtig ist natürlich, aber das habe ich jetzt als selbstverständlich mal vorausgesetzt, ist, dass ich hier unten auch diesen Nupsi für Micro-USB, hier diese, man kann es hoffentlich erkennen, so ein bisschen mit Gummi,
da verschlossen ist, der muss selbstverständlich richtig drauf sitzen. Das ist ja aber auch völlig logisch. So, bombenfest, daran kann es nicht liegen. Und halt, wie gesagt, ich kann es auch nochmal so, dass man es lesen kann. Hier hinten, zack, und da nochmal, zack. Man hört auch tatsächlich, wie das dann anschließend da einrastet. Also das scheint mir dann doch wahrscheinlich die Ursache für die Verwirrung zu sein. Denn es wäre jetzt also das erste Mal, dass man tatsächlich dann ein IP67-Modell hat, was dann nicht wasserdicht wäre. Ich fahre noch mal ein bisschen raus und gehe noch mal ein bisschen planschen hier. So sieht das Ganze aus. Also, wie gesagt, man kann tatsächlich von einem vollwertigen S4 reden, was die Ausstattung betrifft. Das mit dem Display scheint mir sogar eher ein Vorteil zu sein. Und ansonsten ist es halt ein bisschen dicker geworden und vom Gewicht her hat es jetzt natürlich auch etwas mehr auf den Rippen, 151 statt 130 Gramm. Damit ist es, wenn man es direkt vergleicht, also 23% größer, was das Gesamtvolumen betrifft. Also ist nicht mehr dieses typische Knäckebrot, aber und 16% schwerer. Aber man hat halt auch ordentlich was in der Hand und es sieht halt auch relativ robust aus. Das passt eigentlich, finde ich, zusammen. Und man muss natürlich auch noch mal sagen, IP67, das führt oftmals zu Verwirrungen oder zu Verwechslungen, dass die Leute halt denken, das ist jetzt ein ganz besonders robustes Smartphone. Dem ist tatsächlich ja nicht so. Das heißt, wenn das runterfällt, kann es genauso kaputt gehen wie das S4 oder jedes andere Smartphone sonst auch. Das bedeutet einfach, wie gesagt, nur, dass es besonders geschützt ist gegen Spritzwasser und gegen Staubeinfall. Und genau das Gleiche habe ich, diese Frage kommt auch sehr oft, wegen Displayschutz und Gorilla Glas oder was auch immer. Ja, die Gläser sind natürlich heutzutage alle kratzfest, egal ob es jetzt Gorilla Glas oder Dragon Tail oder was auch immer ist. Aber das bedeutet halt nicht, dass die Dinger runterfallen können und es wäre bruchfest. Es ist kratzfest, nicht bruchfest. Da besteht natürlich durchaus Verwechslungsgefahr und ich glaube, dass das auch vielen so geht, was diese Outdoor-Geräte betrifft, dass man halt denkt, die dürfen dann halt auch problemlos runterfallen und nicht kaputt gehen. Wie gesagt, dem ist nicht so. Es geht tatsächlich nur um diese Geschichte mit Wasserschutz und Staubschutz. Und deswegen können wir uns das jetzt natürlich auch nur das hier mal anschauen. Aber ich bin trotzdem jetzt mal gespannt, wie es beim zweiten Mal aussieht. Wir machen zuerst mal den Funktionstest, wo ich jetzt hier schon bin. Und Moment, noch mal näher rangehen. Dann schauen wir doch mal. Hoppala. So, da wollte ich hin. Hier gehen wir. Also es funktioniert, Touchscreen funktioniert, gar keine Frage. Davon gehe ich jetzt auch mal, wie gesagt, eigentlich aus. Hier vorne sieht auch alles gut aus. Das glaube ich, gibt eigentlich keinen Grund dafür, hier skeptisch zu sein. Jetzt öffnen wir das Ganze nochmal. Ich versuche es diesmal vorsichtiger zu machen, aber man sieht schon allein dadurch, dass es hier schon springt, lässt sich das auch nicht vermeiden, dass da der eine oder andere Tropfen daneben geht. Also hier das identische Bild wie früher, wie beim ersten Mal. Also hier sitzen außerhalb ein paar Tröpfchen und hier sitzt ein Tröpfchen auch, hier sitzt ein Tröpfchen. Also man sieht, das ist alles außerhalb und nichts innerhalb. Also ich habe es jetzt wirklich mal versucht, vorsichtig zu öffnen und man sieht, also hier auf dieser Lippe, da gibt es ein paar Tropfspuren, aber ich vermute einfach, wie gesagt, dass es darüber gesprungen ist. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, was natürlich dann auch keine 100%ige Sicherheit bieten kann, aber zumindest von der Wahrscheinlichkeit her würde ich einfach mal sagen, IP67 wird tatsächlich erfüllt. Das heißt, auch das S4 Active ist spritzwassergeschützt und staubgeschützt. Das heißt also, wenn man mal an den Strand geht beispielsweise, das ist ja so ein typischer Fall, oder keine Ahnung, Mountainbiken oder was auch immer, oder einfach mal schlichtweg in den Regen kommt oder auch sehr beliebt eben halt in den sanitären Einrichtungen das Ding mal da irgendwo reinplumpst. Solange man es, wie gesagt, richtig geschlossen hat, dürfte da eigentlich dann nichts passieren. So, ich glaube, das reicht jetzt mal als erster Eindruck des Samsung Galaxy S4 Active. Soll ab sofort auch in Deutschland erhältlich sein in den Farben Grau. Das muss das hier wohl sein, Blau und Orange. Unverbindliche Preisempfehlung ist wieder völlig unrealistisch, 649 €. Schon jetzt zum Start habe ich es im Web für 520 € gesehen. Allerdings muss man natürlich sagen, das S4, wir können es ja auch noch mal dazu holen als direkten Vergleich.
Das liegt jetzt derzeit, ist ja nur auch schon ein paar Wochen wieder jetzt alt, bei 480 Euro. So kann man es jetzt hoffentlich gut erkennen. 480 Euro, 520 Euro. Ich gehe ja mal ganz stark davon aus, wenn das Active auch mal ein paar Wochen im Markt ist, wird sich der Preis dann auch schon deutlich in diese Richtung da bewegt haben, dass da kein großer Unterschied mehr ist, weil wie gesagt, funktional kann man da jetzt wirklich nichts sagen. Und was das Display betrifft, ist es eher ein bisschen besser. Und von der Handlichkeit her, ich finde beide absolut in Ordnung. Wie gesagt, das ist ein bisschen mehr Knäckebrot, das ist ein bisschen mehr Graubrot, ist jetzt auch nicht schlimm. Akku ist identisch groß, Display ist identisch groß, also bis auf Bruchteile eines Millimeters, minimale Unterschiede. Und wie gesagt, TFT statt AMOLED, das ist dann der entscheidende Unterschied eigentlich. Da kann ich jetzt nichts dran finden, also kann man durchaus auch kaufen. Und das S4 ist ja bei uns derzeit aktuell die Nummer 1. Also da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Und hier hat man halt einen gewissen Schutz, was jetzt Spritzwasser und Staub betrifft. So, das soll es also gewesen sein mit dem ersten Eindruck des Samsung Galaxy S4 Active. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald mal wieder.